Hallo ihr Lieben, heute arbeite ich endlich wieder mit Fondant, um diesen weihnachtlichen Kuchen herzustellen. Hier versucht der Weihnachtsmann oben durch den Kamin durchzuklettern. Wie ich diesen Kuchen hergestellt habe, zeige ich euch in den nächsten 9 Minuten. Vorab muss ich mich jedoch entschuldigen, denn ich hatte viel mehr Details aufgenommen, wie die Herstellung von meiner Ganache und die Socken am Kamin. Jedoch ist meine SD-Karte zum Schluss kaputt gegangen und ich konnte viele Sachen nicht mehr speichern. Trotzdem habe ich viele Tipps für euch. Ich werde nicht viel zu diesem Video sagen, denn falls ihr diesen Kuchen nachmacht, sollte auch euch die Fantasie treiben. Also, let's go! In einer länglichen Backform habe ich 2 Kuchen gebacken. Aus dem ersten habe ich 4 Stück rausgeschnitten, jeweils 15 cm x 6 cm. Zwischen den Kuchenlagen habe ich eine Mascarpone-Creme draufgegeben. Für den oberen Teil vom Kamin habe ich auch Vanillekuchen hergestellt. Da habe ich 3 Stück ausgeschnitten, jeweils 6 cm x 6 cm. Und das auch mit der Mascarpone-Creme befüllt. Bevor das Fondant auf den Kuchen drauf geht, habe ich das Ganze mit Ganache bestrichen. Ich verwende hier eine dunkle Schokolade-Ganache. Um meinem Kamin eine realistische Farbe zu geben, habe ich 2 Fondant-Sorten gemischt. Und zwar verwende ich ein Braun von Wilton und Ruby Red von Fun Cakes. Jeweils 250 Gramm und das sollte komplett ausreichen, um den Kamin, den unteren Teil und den oberen Teil komplett zu bedecken. Um meinem Fondant ein Ziegelmuster zu geben, verwende ich Heftklammern. Ich drücke die Heftklammern in das Fondant Reihe für Reihe in alle Seiten rein. Das dauert viel weniger als es vorkommt und macht ehrlich gesagt sehr viel Spaß. Um dem Kamin einen realistischen Look zu geben, schneide ich ein Stück Fondant in schwarz aus. Das, was an dem schwarzen Fondant übrig geblieben ist, vermische ich jetzt mit dem braunen Fondant, um einen Kontrast zum Hintergrund herzustellen, und das wären dann die Steine um meiner Kaminöffnung. Um ein wenig Feuer herzustellen, verwende ich Gelb- und Orangenen Fondant. Die knete ich kurz zusammen und versuche, dass das Gelbe an der Oberfläche oder an der oberen Kante bleibt, und schneide dünne Stücke raus und kreiere damit ein paar Flammen.
Dann wollte ich eine marmorisierte Oberfläche zu meinem Kamin haben, deswegen habe ich ein wenig Blütenpaste in Weiß mit meinem Braun vermischt und kreiere damit einen Marmoreffekt. Das lasse ich austrocknen, sodass ich es später bewegen kann und es in Form bleibt. Und ich habe es versucht, ein wenig größer zu machen als die Größe von meinem Kamin. Um den Weihnachtsmann herzustellen, verwende ich Fondant von Wilton. Die Farbe passte perfekt. Und davon knete ich erstmal ein großes Stück, ich glaube es sind ca. 80 oder 90 Gramm. Und dann nochmal ein Stück in ungefähr 40 Gramm, das teile ich in zwei auf, sodass jedes Bein dann ungefähr 20 Gramm wiegt. Das knete ich gut zusammen und forme mir dadurch den Weihnachtsmann. Jetzt kommen noch ein paar feine Details auf den Weihnachtsmann. Ich habe ein Stück schwarzes Fondant ausgerollt und das wird dann der Gürtel. Den gebe ich einfach um den Bauch herum. Und dann nochmal dasselbe in Weiß, das kommt aber ein Stück weiter oben. Das sieht man gleich. Das klebe ich einfach um die Jacke herum. Das ist der untere Teil von der Jacke vom Weihnachtsmann. Um einen Schneelook zu erzielen, verwende ich ein wenig Puderzucker mit ein paar Tropfen Wasser und verrühre das Ganze und gebe das auf den Kamin oben drauf. Jetzt bin ich zum Großteil fertig mit dem Kuchen. Ein wichtiger Hinweis ist, bevor ihr den kleinen Kamin auf den großen legt, solltet ihr eine Tortensäule in den großen Kamin reindrücken. Denn der Weihnachtsmann wiegt ganz schön viel und er wird euch ansonsten den ganzen Kuchen eindrücken. Ich hoffe, dieses Video hat euch trotz fehlender Teile gefallen. Unten verlinke ich euch auch noch ein Video, in dem gezeigt wird, wie man die süßen kleinen Geschenke kreiert. Falls dieses Video euch gefallen hat, drückt doch bitte unten auf das Like-Button, denn das ist mir eine große Hilfe. Danke fürs Zuschauen und bis bald!